Ja, grüßt euch Leute. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute wird es mal ein bisschen nachhaltiger, ein bisschen umweltschonender. Und zwar haben wir für euch das ein oder andere Krypto-Projekt am Start, was halt eben darauf abzielt, nachhaltig zu sein, beziehungsweise umweltfreundlich beziehungsweise umweltschonend, weil ihr wisst auch, wir sind halt eben immer dabei, ein bisschen was Nachhaltiges zu bringen und das natürlich auch für euch. Ja, und zwar, wir sind wieder im Bereich VeChain. Ich hatte ja jetzt letzte Woche schon in einem Kurzvideo was vorgestellt, das zeige ich euch auch gleich nochmal. Das heißt, wir möchten ja die Welt mit euch ein bisschen besser machen. Ja, und schauen uns natürlich das ein oder andere Projekt jetzt an. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Ja, wir sind hier bei WeBetter, bei dem DAO sozusagen. Den Link dazu packe ich euch natürlich mal in die Videobeschreibung unten rein. Und es gibt momentan mehrere Projekte, wo ihr dementsprechend aktiv mitmachen könnt und wo ihr halt eben auch kostenlose Kryptowährung bekommt. Einfach nur dafür, dass ihr mitmacht. Und wir schauen uns einfach mal das an, was halt eben recht interessant ist. Eigentlich sind alle Projekte interessant, aber ich bin mir halt eben relativ sicher, dass nicht jeder bei allen mitmachen kann. Das heißt, wir übersetzen uns das Ganze mal in Deutsch und wir fangen einfach mal mit Mugshot an. Ja, das heißt, das ist quasi eine App, die ihr, beziehungsweise ein Plugin, was ihr quasi in der App drin habt von VeChain, könnt ihr euch dann auch dementsprechend runterladen. Ja, das heißt hier, Mugshot zum Beispiel, hier ist es so, relativ coole Geschichte. Ich erkläre es mal ganz kurz. Das heißt im Grundprinzip, ihr macht ein Bild von eurer Kaffeetasse. Ja, das heißt, wenn ihr früh euch einen Kaffee reinzieht, fotografiert es mit der App beziehungsweise mit dem Smartphone und dann bekommt ihr halt eben die Belohnung dafür. Das heißt, ihr bekommt diese Better-Token dazu. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, bis zu 14 Mal am Tag eure Kaffeetasse zu fotografieren. Das heißt jetzt aber nicht, dass ihr euch 14 Kaffees reinziehen sollt, um Gottes Willen. Das ist natürlich auch nicht gesund. Und ja, es geht halt eben in dieser Geschichte darum, halt eben umweltschonend zu sein. Das heißt, es geht um richtige Kaffeetassen. Das heißt, ihr solltet schon aus richtigen Kaffeetassen trinken und keine Pappbecher, die weggeworfen werden oder Plastikbecher oder wie auch immer, sondern ihr werdet halt eben dafür belohnt, dass ihr ganz einfach aus eurer Kaffeetasse trinkt. Ja, ihr macht ganz einfach ein Foto und schon seid ihr sozusagen dabei. Ihr kriegt eure Better-Belohnung, das heißt, ihr kriegt solche Token, die natürlich auch in andere Kryptowährungen umgetauscht werden. Ich sage es euch aber auch gleich, reich wird man damit definitiv nicht. Ja, aber es ist halt eben ein schönes Gadget für nebenbei, wo ihr belohnt werdet, Kaffee zu trinken, das natürlich auch umweltschont. Ja, ihr seht immer diese drei Punkte, ihr könnt euch die Details anzeigen lassen zur App. Wenn wir jetzt mal zur App gehen, wird gleich dies angezeigt, weil das ist für Mobile ausgelegt. Das heißt, die Seite ist mugshot.vet. Das heißt, wenn ihr die auf dem Smartphone aufruft, habt ihr dann die Möglichkeit, euch die App runterzuladen. Ihr macht einfach die App auf, fotografiert eure Kaffeetasse, aus der ihr gerade getrunken habt, also nur die Kaffeetasse. Und schon bekommt ihr Better Token als Belohnung. Und ich sag mal so, es ist eigentlich eine richtig coole Geschichte. Ja, es geht halt eben auch darum Nachhaltigkeit. Das heißt, ihr trinkt bitte aus Porzellantassen oder je nachdem, was ihr da habt, und so weiter und so fort und nicht aus Plastikbechern oder irgendwas, beziehungsweise aus Pappbechern, die man wegwirft, weil das ist halt eben nicht nachhaltig und auch nicht unbedingt umweltschonend. Ja, dann gibt es hier noch ein anderes Projekt, sauber um Geld zu verdienen, tauchen zu einen Cleanify, hochmoderne D-App von Rainchain Tor im Kampf gegen saubere Planeten revolutioniert. Das heißt, wenn ihr eine Gruppensäuberung-Aktion macht in Städten, Straßen, Parks und so weiter, fotografiert das mit eurer Gruppe hier. Wir haben jetzt Park XY aufgeräumt, kriegt ihr auch Token dafür. Das heißt, das ist auch dementsprechend möglich. Das ihr seht ihr auch hier nochmal zur App, wenn ihr jetzt rüber switcht, zum Beispiel cleanify.net ist halt eben die Seite. Hier wird das halt eben auch nochmal erklärt, wie das Ganze funktioniert. Ihr seht hier auch nochmal ein Beispiel dafür. Ja, wir haben das aufgeräumt. Ihr seht hier die Tweets zu diesen ganzen Geschichten. Halt eben auch eine coole Geschichte quasi fürs Aufräumen, Umwelt sauber halten, Umwelt säuber und da auch noch ein paar Token dazu zu bekommen, finde ich eigentlich richtig eine coole Geschichte. Ja, wie gesagt, das Ganze basiert auf WeChain. Ihr seht ja auch nochmal so ein Beispiel, Müll weggeräumt. Ja, Token dafür bekommen, ja auch nochmal aufgeräumt, Token dafür bekommen und so weiter und so fort. Also eigentlich auch eine relativ gute Geschichte. Ja, es geht halt eben, wie ich schon gesagt habe, um die Geschichte Nachhaltigkeit. Ja, Green Card zum Beispiel, shoppen, scannen, verdienen. Das heißt, ihr habt dann die Möglichkeit, wir konnten nochmal in die App rüber switchen, wenn die geht, genau, greencard.vet.
.net ist die Seite. Das heißt, hier ist es relativ einfach, einkaufen gehen, beziehungsweise auch ökonomisch oder ökologisch einkaufen gehen. Ich sage es mir eher so rum. Kassenbon fotografieren und dann bekommt ihr halt eben auch die Token dazu. Ja, auch eine relativ coole Geschichte, sage ich jetzt mal. Und wer halt eben mitmachen will, Seiten packe ich euch, wie gesagt, die Videobeschreibung rein. Und ja, eigentlich, beziehungsweise ich finde es ist eine coole Geschichte. Hier haben wir natürlich auch was dabei für alle, die im Tesla-Bereich unterwegs sind. Das heißt, mit der EV Earn App bekommt ihr eine Belohnung, wenn ihr auch einen Tesla ladet. Das bedeutet, ihr könnt euch mit eurer Fahrzeugidentifikationsnummer registrieren, ein Foto hochladen vom Ladevorgang und ihr bekommt bei jedes Mal beim Laden halt eben eine Vergütung. Die Seite ist eveearn.org. Hier wird es halt dementsprechend auch nochmal erklärt. Ihr seht hier, ihr braucht halt eben die App dazu. Das heißt Mobile Only. Ihr könnt euch das am Smartphone aufrufen, dann könnt ihr die App runterladen. Könnt jedes Mal, wenn ihr euren Tesla voll ladet, mit eurer Fahrzeugidentifikationsnummer ein Bild davon schießen und dann bekommt ihr auch den Better-Token letztendlich als Belohnung. Das ist zwar meistens immer nur so Cent-Kram, aber es geht halt eben darum, umweltschonend unterwegs zu sein. Ja, und wie ich es ja schon gesagt habe, gibt es die Möglichkeit, halt eben das auch in andere Kryptowährungen umzutauschen. Also auch es läuft ja alles direkt auf der VeChain Blockchain, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Von daher, ja. Es gibt noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel hier Ölig. Das ist zum Beispiel eine Oily-D-App, wo es halt eben darum ging, um Speiseöl zu entsorgen etc. Die Möglichkeit besteht auch, ist auch relativ jung, das Prozess Screen Ambassador Challenge. Das heißt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das nutzen kann. Ihr seht, es sind insgesamt, muss ich mal ganz kurz gucken, 9 Projekte, die aktuell laufen. Also mit jedem von diesen 9 Projekten geht es halt eben darum, um halt eben Nachhaltigkeit, Umweltschonung etc. Und in jedem von diesen 9 Geschichten habt ihr die Möglichkeit auch dementsprechend den Better-Token zu bekommen. Und ja, hier haben wir noch eins, Audio Streaming, die App. Hier ist es auch so, wenn ich das richtig verstanden habe, helfen sie auf Abfallproduktdruck ins Reduzieren. Das heißt, hier bekommt ihr sozusagen auch eine Belohnung dafür, wenn ihr Hörbücher verwendet, damit halt eben Abfallprodukte in der traditionellen Druckindustrie reduziert werden. Ihr kennt das sicherlich schon, auch bei vielen anderen, zum Beispiel in den Einkaufsmärkten. Wir kriegen von diversen Einkaufsmärkten halt eben keine Einwurfzeitung mehr, was auch richtig ist, ja, sondern das ist jetzt per App abrufbar und so ähnlich. Baut das auch auf. Und ja, wie gesagt, guckt es euch einfach mal an. Ich denke mal, es ist für jeden von euch was dabei. Und wie gesagt, wenn es auch nur diese Geschichte ist mit, ich trinke einen Kaffee, ich mache ein Bild von meiner Kaffeetasse und lade das hoch und kriege halt eben ein paar Token dafür. Und oder ihr habt einen Tesla am Start und ihr müsst ja sowieso euren Tesla regelmäßig laden, genau wie jedes andere Fahrzeug. Und ladet das hoch mit eurer Fahrzeugidentifikationsnummer und bekommt halt eben auch den Token dafür. Also wie gesagt, es geht hier rein um nachhaltige Geschichten. Es ist eine nachhaltige Geschichte. Es ist meiner Meinung nach für jeden was dabei. Einfach mitmachen, App runterladen. Den Link packe ich euch in die Videobeschreibung rein. Guckt es euch an, guckt euch die Details nochmal an. Vielleicht ist es was für euch, vielleicht ist es auch nichts für euch. Aber es ist halt eben darum, es geht darum, es ist nachhaltig, es ist halt es tut was für unsere Umwelt. Ja, und ja, das soll es von mir gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch was, würde mich freuen, wenn ihr mitmacht bei den einen oder anderen Projekt. Und das soll's, ja, das war's. Bis die Tage, bis später. Ciao.